Was steckt hinter Buddy, der Personalverwaltungsplattform von SD Works? Ich bin Inga von S&S Software Partner und wir haben Aaron Ulrich von SD Works zu Gast. Er stellt uns jetzt Buddy vor und führt uns durch die Funktionen der Anwendung. Hallo Aaron und hallo Dirk. Ja, danke Inga. Hallo Aaron. Hi Dirk. Wir haben neulich gesprochen über SD-Works und die Zusammenarbeit mit Haufe und haben uns vorgenommen, wir wollen heute uns die Anwendung selber nochmal angucken. Wobei die Anwendung heißt nicht SD-Works, richtig? Genau, das heißt SD-Works Buddy oder einfach auch nur Buddy, wenn man es so nennen möchte. Ja. Dann hast du jetzt Buddy hier jetzt schon mal geöffnet. Wofür steht Buddy? Was macht Buddy für das Unternehmen? Genau, Buddy steht für uns für die Vereinfachung des ganzen HR-Prozesses, vom Anlegen des Mitarbeiters bis hin zum Onboarding und natürlich auch zur Digitalisierung des Entgeltabrechnungsprozesses und noch vieles weitere, wenn man das sehen möchte. Ja, ja. Wir wollen uns das jetzt einfach mal angucken. Wir sehen jetzt links ein ganz kurzes Menü. Vielleicht magst du einmal so als Einstieg das Menü vorstellen, bevor wir dann in die einzelnen Punkte reinstellen, was wir da sehen und wofür der jeweilige Menüpunkt steht, ganz kurz. Genau, also die Übersicht ist halt die Übersicht des einzelnen Systems, also bis hin zu den Aufgaben, Jubiläen und allen weiteren, um einfach einen ersten Überblick zu erschaffen. Das Aufgabenzentrum ist, um Aufgaben zu verwalten seitens der Mitarbeiter, aber auch der Vorgesetzten, also sehr, sehr individuell. Dann hat man die Dashboards, die halt Berichte im Live-Status anzeigen kann. Dann die Mitarbeiter, das Herzstück, sage ich mal, des Systems, wo die digitalen Mitarbeiter mit ihren Dokumenten abgebildet werden. Sachbezüge, seien es jetzt Klamotten bis hin zu Firmenfahrzeugen oder auch einfach Laptops, also alles das, was halt ein Unternehmen als Sachbezug verwaltet werden kann. Alle Dokumente, die man halt digital ablegen möchte, findet man in Dokumenten wieder. Das Thema Auslagen ist der Bereich Reisekostenabrechnung, den man auch hier digital abbilden kann. Dann den Kalender, der alles mit der Zeiterfassung, der Urlaubsplanung und so weiter zu tun hat. Die Genehmigungsprozesse, die in den Genehmigungen dargestellt werden. Und in den Einstellungen ist alles das, was den Admin am meisten interessiert, damit man auch der Herr der Daten ist am Ende des Tages. Ja, das heißt, wir reden hier eigentlich über alle HR-Prozesse, die man sich so, die in so mittelständischen Unternehmen vorkommen. Dann würde ich sagen, starten wir vielleicht mal ganz kurz in der Übersicht. Hier haben wir jetzt ein Aufgabenzentrum und eine Übersicht. Wobei wir haben ja dieses Aufgabenzentrum nochmal als eigenen Menüpunkt. Ne? Genau. Aber es lohnt sich auch hier in die Übersicht direkt reinzugucken, weil es natürlich beide Punkte kombiniert. Also rechts habe ich dann einfach nochmal meine Geburtstage und Jubiläen, wenn ich da einfach up-to-date bleiben möchte, wer als nächstes Geburtstag Ja. hat oder sein Jubiläum feiert. Die Aufgaben selbst sind jetzt hier auch zu sehen, auch die allgemeinen Aufgaben. Das heißt, wir definieren zwischen Systemaufgaben und allgemeinen Aufgaben. Systemaufgaben sind Aufgaben, die vom System vorgesetzt werden können und gesagt werden, die bitte erfolgt werden sollen, auch nach Priorität. Also Rot hat eine hohe Priorität, Blau hat eine geringe Priorität. Allgemeine Aufgaben können Sachen sein wie eine Erste-Hilfe-Bescheinigung, dass ich auch weiß, okay, bei Mitarbeiter XY fehlt jetzt hier eine Erste-Hilfe-Bescheinigung und das kann, wie bereits besprochen, ganz, ganz individuell aufgestellt werden, dass auch dann Mitarbeiter diese Aufgaben erhalten und erfüllen können für das Unternehmen. Ja. Dann, wenn wir ins Aufgabenzentrum reingehen, macht das Sinn? Sehen wir da nochmal ein bisschen mehr? Genau, man sieht jetzt halt einfach nochmal die Aufgaben im Vordergrund. Ich kann jetzt auch Ja. nochmal hier direkt reinschauen, wenn welche Aufgabe hinzugefügt ist, weil es gibt natürlich allgemeine Aufgaben, aber auch mitarbeiterspezifische Aufgaben, wie zum Beispiel das Gehaltspaket kann ja nur auf Mitarbeiterbasis erfolgen. Und so sehe ich hier, die Frau Sperzel hat jetzt noch kein Gehaltspaket. Das ist natürlich wichtig für die Gehaltsabrechnung und das müsste ich dann hier am besten auch nochmal prüfen. Ja, das heißt, alle meine Prozesse, ich brauche die Steuer-ID, ich brauche eine Namensänderung, der Mitarbeiter hat angezeigt, dass er die Steuerklasse ändern will. All diese Prozesse, die kann ich hier als Aufgaben hinterlegen und dann habe ich dahinter einen Workflow, beziehungsweise kann die dann als erledigt abhaken, wenn ich die Unterlagen habe. Ne? Ganz genau. Ja, so kann man Ja. es schön ausdrücken. Wie viele Mitarbeiter können das hier administrieren parallel? Ist das irgendwie beschränkt eigentlich? Nee, es gibt keine Beschränkungen. Natürlich haben die meisten Unternehmen so 2 bis 3 Admins, aber unsererseits gibt es da keine Beschränkung. Ja, du bist Admin, deswegen haben wir die Chance auch gleich nochmal in die Einstellung reinzugucken.
Ich würde jetzt aber ganz gerne mal in das Dashboard reinschauen, dass wir da Mhm. einen Überblick bekommen, was macht das Dashboard eigentlich für mich, was sehe ich als Unternehmer oder als Personalverantwortlicher im Dashboard. Genau. Also das Dashboard macht es erstmal einfach, bestimmte Berichte direkt digital zu sehen. Nicht mehr also hin zu Excel, sondern wirklich, wenn ich jetzt eine Übersicht haben möchte, wie sich meine Mitarbeiter verändern, also meine Mitarbeiteranzahl verändert, kann ich das hier jederzeit auch einsehen, kann es auch filtern nach Abteilungen. Also wenn ich schauen möchte, wie sieht es in der IT aus, im HR, im Hm. Vertrieb, im Finanzbereich, gibt es da Schwenkungen, geht es stark nach oben, nach unten, habe ich vielleicht Teams oder Projekte, die ich hier nochmal definieren möchte, Ja, oder auch eine Ansicht nach Monat und pro Jahr. Und das gilt jetzt auch für alle Berichte. Ich kann natürlich auch alles exportieren, weil wir haben auch natürlich Unternehmen, die sagen, hier, ich möchte das gerne für eine Präsentation haben. Dann ja. kann man das natürlich dann auch nochmal weiterhin verwenden. Ich habe den Bereich der Sachbezüge, also wenn ich Sachbezüge definiert habe, habe ich vielleicht auch Kosten dazu, wie jetzt hierbei abgebildet sind. Dann kann ich auch hier Hm. eine Kostenübersicht definieren, kann sagen, so viel kosten mich die Leasingfahrzeuge, so viel kosten mich vielleicht Laptops im Monat und so weiter und so fort. Auch sehr, sehr individuell, weil jedes Unternehmen hat natürlich andere Kosten. Dann die Arbeitszeiten, also wie viele aktiv und passiv, also anwesend oder abwesend ist dann hier bei der Begriff, Hm. sehe ich hier, gibt es viele inaktive Abwesenheiten oder vielleicht noch besser prozentual angezeigt, in welchen Monaten stehen die meisten Abwesenheiten, auch nach der jeweiligen Aktivität. Vielleicht sage ich ja, ich möchte mal gucken, wie viele Krankheiten oder wie viele Personen, die jetzt krank sind oder einen Sonderurlaub haben in den Hm. jeweiligen Monaten, dann kann ich das hier nochmal prozentual ansehen, auch sehr gut für interne Präsentation. Oder auch wichtig für ja, die Struktur des Unternehmens, wie ist das Alter der aktiven Arbeitnehmer, habe ich vielleicht ein sehr, sehr junges Team oder gehe ich eher in die Richtung, dass mein Team jetzt eher in dem älteren Bereich ist und muss ich hier nochmal nachrekrutieren oder sonstiges. Die Berichte kann ich mir selber definieren oder kommen die vordefiniert oder kommt ein Teil vordefiniert und dann kann ich mir welche zusätzlich definieren? Die sind erstmal im Standard erstmal alle da. Ne? Ja. Natürlich passen sie sich an der Unternehmenswelt, weil das System wird ja individuell aufgestellt, aber die Berichte selbst sind erstmal alle da. Und dann würde ich sagen, wenn wir jetzt die Dashboards gesehen haben, dann lass uns doch jetzt mal wirklich eigentlich zu dem zentralen Thema kommen, der einzelne Mitarbeiter, unsere Mitarbeiter und dass wir da mal in die Detailebene gehen. Wobei ich würde vorschlagen, wir unterscheiden mal im Prozess. Lass uns vielleicht erstmal mit dem Onboarding oder Recruiting-Onboarding-Prozess anfangen und dann machen wir als zweites Mal die Personalsachbearbeitung. Mhm. Wie unterstützt mich Buddy im Recruiting-Onboarding? Genau, also das Recruiting ist ja eigentlich schon vor dem Onboarding noch. Also wenn ich noch einen Bewerber habe, der noch gar nicht wirklich für mein Unternehmen steht oder sich erstmal bei uns bei einem Unternehmen bewirbt, ist es ja der eigentliche Recruiting-Prozess. Da arbeiten wir intern noch daran. Das heißt, dass wir eine integrierte Recruiting-Lösung haben. Das sieht man auch bei unseren Neuerungen. Also wenn wir später dazu kommen, sagen wir auch, was kommt als nächstes, was kommt als neuestes, um einfach dann auch die einzelnen ja, Nutzer von den Systemen auch up-to-date zu haben, ne? Dass wir einfach sagen, an was entwickeln wir gerade. Ja, Das Onboarding selbst, was ich jetzt gerne hier übergehen möchte, ist dann eher so orientiert, dass man auch ein individuelles Onboarding jetzt hier wie bei Herrn Angermeier definieren kann. Das heißt, ich kann sagen, ich habe ein Onboarding, das kann entweder der Administrator, jetzt ich, für den Mitarbeiter erfüllen oder der Mitarbeiter selbst. Und wie lasse ich das zu oder wie ermögliche ich das? Ich gehe einfach auf Einladung senden. Der Mitarbeiter kriegt einen Zugang, also kriegt eine E-Mail zugesendet, kann sich dann seinen Zugang hier aufbauen und muss die Onboarding-Schritte für mich erstmal erfüllen. Natürlich kann ich das Onboarding kürzer darstellen, ich kann andere Aufgaben definieren, ich kann es natürlich auch länger machen, je nachdem, was ich meinem Mitarbeiter zutrauen möchte. Und so kann ich ja. natürlich auch die Aufgaben bei mir intern aufteilen. Ich als Sachbearbeiter arbeite ja normalerweise mit dem Browser. Der Mitarbeiter hat auch die Möglichkeit, das im Browser zu machen, hat auch die Möglichkeit, das mobil zu machen. Genau, kann auch als mobile Anwendung genutzt werden, dass es auch mobil diese Aufgaben für mich erfüllt. Ja. Und das heißt, ich fordere ihn zum Beispiel auf, bestimmte Unterlagen im Onboarding-Prozess bereitzustellen, Informationen zu hinterlegen zur Krankenkasse, Krankenkassennummer und so weiter. Das sind diese Dinge, die hier gemacht werden. Kann ich da auch so einen Prozess vordefinieren oder kommt der schon vordefiniert? Also wir haben einen vordefinierten Prozess, aber
die meisten Unternehmen gehen klar in die Richtung, dass sie ihren eigenen Prozess definieren möchten, weil natürlich jedes Ja, Unternehmen am besten weiß, wie ein Onboarding auszusehen hat und was man halt mit den Mitarbeitern wirklich ja, zutrauen kann oder ja, zumutbar ist, dass es auch hier gut erfolgt. ja. Und dann habe ich irgendwann den Status, dass jetzt alles erledigt ist. Der Mitarbeiter hat angefangen. Sehe ich auch so einen Überblick, ich sehe die Dinge wahrscheinlich auch im Aufgabenzentrum parallel, die ich hier angelegt habe, oder? Sowohl als auch, genau. Also ich kann natürlich im Aufgabenzentrum das sehr, sehr gut überblicken, was noch offen ist, aber ich habe natürlich Ja, auch hier einen Status, wo ich einfach sehe, welche Mitarbeiter sind noch in Bearbeitung, welche sind noch aktiv, welche sind bereits beendet, weil muss ja auch inaktive Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die aus dem Unternehmen ausgeschieden sind, weiterhin verwalten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das kann ich natürlich auch hier beides filtern. jetzt ist der Mitarbeiter an Bord Mhm. und wir gehen über in die normale Sachbearbeitung. Das sind ja verschiedene Bereiche. Das ist natürlich der Bereich Gehalt. Mhm. Es sind aber auch andere Themen. Welche Themen deckt denn Buddy dort ab? Genau, also wir haben das standardisierte Profil, was wir abbilden können, was natürlich den ganzen digitalen Abbildungen des Vertrages bis hin auch einfach zu den Profilstammdaten abbildet, also von der ganz normalen Identität bis hin zu der Ausbildung, als auch zum Familienstand, was auch als Info der Mitarbeiter theoretisch selber pflegen kann, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Wir haben das Thema Arbeitszeiten, wenn wir das Thema Arbeitszeiterfassung gehen möchten. Oder, was natürlich auch sehr, sehr wichtig hier ist das Thema Lohn- und Gehaltsvorbereitung. Hm. Wir haben ja bereits im vorigen Video erklärt und auch schon angesprochen, dass wir uns ja als Dienstleister sehen im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Aber wir brauchen ja die Information seitens der Unternehmen, wie sich die einzelnen Lohn- und Gehaltspakete verändern. Hm. Und das ist hier in Buddy sehr, sehr transparent darstellbar, weil man A, jetzt erstmal hier eine Integrierung in unserer Lohn- und Gehaltsabrechnung hat und B, natürlich auch hier sehr, sehr einfach die Lohn- und Gehaltsveränderungen darstellen kann oder auch jederzeit ändern kann. Das heißt, hier ist das Gehalt des Mitarbeiters. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, auch das Gehaltspaket zu verändern in der Zukunft, auch zu sehen, gibt es irgendwelche Gehaltsveränderungen, die jetzt in der Vergangenheit entstanden sind und auch in der Zukunft gehen sollte. Ich kann Sachen wie ein Jobrat, die ja auch lohn- und gehaltsrelevant sind, Hm. hinzufügen. Ich kann aber auch Bonusse definieren. Also eigentlich alles das, was zum Lohn- und Gehaltspaket eines Mitarbeiters dazugehört, ist hierbei abbildbar. Und wenn wir jetzt über das Gehalt hinaussehen, was habe ich noch für Informationen am Mitarbeiter? Ich habe jetzt gesehen, du Genau, hast ich noch habe da die Reiter Vertrag und Dokumente. Genau, also ich habe auch natürlich den Vertrag, aber die Dokumente sind natürlich mit einer der wichtigsten Thematiken, denn man möchte natürlich weg von den Papierdokumenten gehen, auch mit in die Digitalisierung. Das ist auch hierbei abbildbar. Das habe ich hier alle Dokumente, die relevant sind für den Mitarbeiter selbst. Die Dokumente kann ich selber hochladen. Also Ja, egal, ob es jetzt hier PDF, CSV, Excel, PowerPoint, ja, also alles das, was man vielleicht hat an Dokumente, die relevant sind, kann ich hier selber hochladen. Wenn ich dem Mitarbeiter aber seinen eigenen Zugang gebe, kann er auch selber Dokumente hochladen, wie zum Beispiel eine Erste-Hilfe-Bescheinigung oder vielleicht ein Zeugnis oder andere Dinge, ja, die ich für wichtig halte. Und natürlich kann ich die auch einsehen. Das ja, heißt, ich kann, wenn ich eine Entgeltbescheinigung habe, und das ist dann auch, sage ich mal, hier, wo die Musik spielt, sagen wir immer so schön, dass ich jederzeit auch meine digitalen Payslips oder Entgeltbescheinigungen sehen kann, auch Handy. Ja, also wenn ich jetzt hm, hier seit über ein Jahr mit dem System arbeite und ich bekomme immer von SD-Works dann meine Entgeltbescheinigung, kann ich die jederzeit hier abrufen im System. Also ja, nicht nur ich, sondern auch mein Admin und das natürlich dann auch mobil. Und so geht es für alle Dokumente, dass ich die immer in meinem Profil sicher abgespeichert habe. ja, ja. Wir haben hier jetzt noch ein Thema Auslagen. Da ist der ganze Auslagenprozess, Reisekostenprozess dahinter von der Beantragung bis zur Auszahlung. Genau. Weiß ich, habe ich gelernt. Den Kalender hattest du gesagt für die Zeiterfassung. Mhm. Und, und das Thema Genehmigung, was für Genehmigungsprozesse werden da normalerweise abgebildet und sind die alle vorgegeben oder kann ich auch eigene Prozesse da definieren? Genau, also in Genehmigung fällt alles drunter, was halt ein Genehmigungsprozess benötigt. Also von dem Ja, einfachen, ich hätte gerne mal Urlaub, bis hin ist es jemand krank oder ich gehe jetzt mal auf eine längere Reise oder natürlich auch das Thema Reisekosten, weil wenn ich eine ja, Reise beantrage und das machen wir ja hier auch, dann muss die natürlich auch hier genehmigt oder auch im laufenden Status sein. Das sehe ich auch hierbei oder kann das hier allgemein in den Genehmigungen sehen. Aber das ist halt einfach eine Übersicht für die Admins, um einfach zu sehen, wie sieht es in meinem Unternehmen aus. In den einzelnen Abteilungen gibt es vielleicht noch offene Genehmigungsprozesse, dass sie da auch immer up-to-date sind.
Last but not least, hatte ich ja am Anfang schon mal gesagt, das Thema Einstellung. Du bist Administrator. Man kann ja immer eine ganze Menge auch über ein System lernen, wenn man mal in den Admin-Bereich reinguckt. Da sehen wir jetzt halt die Administration, Lohn, Arbeitszeit, Reisen und Ausgaben. Jetzt müssen wir ein bisschen scrollen, das ist passt nicht alles auf Genau. eine Seite. Versicherungen, Finanzämter, Geschäftspartner, also Ansprechpartner, Betriebsstätten. Das heißt, wir reden nicht von einer Lösung, die nur für eine Betriebsstätte benutzt werden kann, sondern die ist auch multitenant-fähig an der Stelle und mehr Ja. betriebsstättenfähig, richtig? Genau, wir haben hier viele Kunden, die natürlich mehrere Mandanten haben und die müssen natürlich Ja. auch gebildet werden, gerade im Thema Lohn- und Gehaltsabrechnung. Also das Wichtigste bei den Einstellungen ist, man ist wirklich hier Herr der Daten oder man hat wirklich hier Hm. die Datenhoheit. Wir parametrieren das System natürlich kundenindividuell, Ja, schulen natürlich den Kunden auf das finalisierte System, aber wir wollen natürlich schon, dass unsere Kunden mit dem System selber umgehen können, ja, damit ja, sie auch immer ja. jederzeit selber Änderungen vornehmen können, auch im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung, weil wir kriegen immer mehr, natürlich haben auch Kunden, die sagen, ich möchte ja gerne alles outsourcen, aber wir haben immer mehr Kunden, die sagen, nee, ich möchte auch ein bisschen noch mit agieren, Freiheit haben, autark sein. Das ist ja auch so der Trend. Ich freue mich, dass ich den Dienstleister habe, aber ich selber möchte auch immer noch mal meine eigene Entscheidung treffen können. Hm. Und das bilden wir eigentlich in den Einstellungen ab, weil wir sagen, zwar habt ihr hier ein fertiges System, schön parametriert nach euren Wünschen, aber immerhin könnt ihr alles selber nochmal ändern, anpassen, wenn ihr das Ja. benötigt. Ja, es hat ja einen gewissen Charme, wenn ich das alles einen Steuerberater machen lasse. Aber Mhm. ich meine, wir haben ja jetzt hier auch gesehen, es hat eine ganze Menge Vorteile. Ich bin viel auskunftsfähiger und ich kann mich viel besser informieren und ich bin auch viel besser in diese ganzen Workflows eingebunden, wenn ich die Lösung selber benutze und selber betreibe, dann in Zusammenarbeit mit so einem Dienstleister wie SDWorks hier an der Stelle. Zumal das ja in das ERP-System auf X360 auch integriert ist und dort eine Schnittstelle da ist, die in der nächsten Zeit sogar noch ausgebaut werden soll. Ne? Ganz genau. Ja, das ist natürlich unser Sinn, weil wir haben natürlich sehr wichtige Daten, die bei uns hier drin sind, die auch für die ERP-Lösung auf x360 da sein sollten oder benötigt Ja, werden, soll diese natürlich dann auch übertragen werden und für den eigentlichen Nutzer soll das ineinander einfließen, dass auch keine irgendwelche Schnittstellenprobleme vorhanden sind. Auch das Thema des Logins, ja, das ist vielleicht eine kleine Sache, aber kann natürlich auch nervig sein, wenn man den ganzen Tag mit mehreren Lösungen zusammenarbeitet, dass man diesen einmaligen Login hat zwischen Haufe und uns und sich nicht doppelt oder dreifach bei irgendwelchen Softwarelösungen anbieten soll. Und das ist nur der Anfang. Ne? Das ist ja. jetzt das, was wir jetzt nicht auf die Schnelle, aber im ersten Schritt aufbauen. Da geht es natürlich noch ganz, ganz andere Schritte. Die haben wir dann in der Zukunft, die wir gemeinsam mit Haufe gehen möchten. Da machen wir dann nochmal einen neuen Dreh, ne, wenn das nächste Genau. Release gelauncht wird. Freue ich mich schon drauf. Aaron, ganz lieben Dank für den Überblick. Und bisher ist die Zusammenarbeit ist ja schon toll gestartet. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und auf die nächsten Projekte. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu Inga. Ne? Tschüss, Aaron. Ciao, macht's gut. Vielen Dank für den Überblick, Aaron. Wenn du dich für SD-Works interessierst, dann kannst du gerne auf uns zukommen. Wir unterstützen dich bei der Implementierung. Und wenn du noch mehr über SD-Works wissen möchtest, dann haben wir bereits ein erstes Video mit Aaron gedreht. Das verlinke ich unten in der Beschreibung zum Video, wo du auch unsere Kontaktdaten findest. Bis zum nächsten Mal.